Der Ehrenbruder Marc Gebauer hat mir seinen neuen Duft geschickt. Da haben wir ihn. Ein privater Garten. Nice. Aber ehrlich, jetzt kein Scherz, das ist auch kein Sarkasmus. Ich finde die Idee cool. Das ist cool hier. Habe ich mit meinem Sohn gestern zusammen gemacht. Der hat sich gefreut. Coole Idee. Also das ist wirklich nice. Und, oh, erdig. Aber ist der Duft auch so? Das ist die Frage hier. Ja, das ist die Frage. Private Garden, sein neuer Duft ist rausgekommen. Schöner Flakon. Nein, wir kommen jetzt mal zu dem Duft. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Private Garden von Marc Gebauer. Ja, erstmal vielen Dank. Grüße gehen raus an den Marc. Und ja, muss ich eigentlich was zu dem Flakon sagen? Schöner Flakon, hier ausgestanzt. Könnt ihr das sehen? Sehr nice gemacht. Soweit cool. Ne? Standard. Passt zu seinen anderen Flakon. Und ja, nun kommen wir mal zu dem Duft. Ja, zu dem Duft, da ging ja vieles rum. Viele haben geschrieben, oh, was soll das? Es ist jetzt so ein bisschen ein Nachbau von Uden und Skulptur und so weiter und so fort. Und deswegen war ich ja überrascht, weil Uden und Skulptur wirklich nice Düfte sind und die kommen wirklich gut an. Skulptur habe ich jetzt hier vergessen rauszuholen. Habe ich auch da, kostet nicht viel, ist sehr schön süßlich. Und dann haben wir natürlich Uden, den habe ich auch hier. Da haben wir den Uden natürlich auch cool gemacht und kommt wirklich gut an. Aber nun haben wir Private Garden und ich habe ihn natürlich, wie gesagt, ausgiebig getestet und der Sprüh ist wie immer. Und zum Duft natürlich ist tatsächlich die DNA oder sehr dicht dran oder ja, auf jeden Fall so wie Skulptur und Uden. Gibt es jetzt aber auch einen Unterschied zu diesen beiden anderen genannten Düften oder ist es wirklich eigentlich derselbe Duft und so weiter? Also, nun ist die Frage, will man jetzt wirklich sagen, ist es eine gute Alternative zu den anderen Düften oder zu Uden etc. pp. Zur Skulptur. Ich will das einfach nur vorweg schon mal nehmen, weil das so viele gesagt haben. Zu einem Duft kommen wir gleich. Zum Skulptur, das ist einfach mehr Plastik, das ist zwar ein guter Duft, wenn man Uden und den und andere, die ähnlich sind, nicht gerochen hat oder beziehungsweise selbst das Parfüm von Skulptur ist besser, aber das ist so, das Eau de Toilette ist damit gemeint, das ist einfach mehr Plastik, wenn man andere gerochen hat, dann ist es ein schöner Duft, so, aber ja, der Uden ist lieblicher, finde ich. Hier haben wir einfach mehr Amber, wir haben Eukalyptus, wir haben Bergamotte und Vanille. Vor allen Dingen Amber und Vanille, die beiden Kombinanten kommen tatsächlich in einer Herznote, auch in der Basisnote vor und das merkt man. Es ist ein sehr schöner Amber-Vanille-Duft, der aber mit Bergamotte aufgepimpt ist. Und Eukalyptus. Ich hätte fast noch gesagt, minimal Orangenblatt, ist aber nicht gelistet, glaube ich. Dementsprechend, ja, aber ich finde, das hat einfach auch so ein bisschen was. Und nahezu wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Meine Frau hat gesagt, das ist der beste von Marc. Gleich sofort. Ich glaube, dass Marc, seine Frau, das auch gesagt hat. Ist ja klar, dass sie ihn gut findet. Aber trotzdem hat man ja, ne, man muss ja nicht jeden Duft gut. Ich weiß nicht, ob sie Tiger auch gut findet. Aber sie sagte, das, was ich, glaube ich, gehört habe oder mitbekommen hat, dass das mit schon der beste ist. Und meine Frau meinte das auch sofort. Es ist natürlich auch eine DNA, die wunderbar, das hatte ich am Anfang, glaube ich, gesagt, sehr gut ankommt. Und auch ich habe den getragen. Natürlich wurde ich darauf angesprochen, was ist das für ein schöner Duft. Es ist einfach ein schöner Duft. Es ist absolut lieblich, sexy, sinnlich, weil Amber, Vanille, was wollt ihr mehr? Ist genial, ist top. So. Und diese ganze DNA, früher schon mochte ich will das ja auch nicht so viel darauf rumsappeln, aber ich mochte ja Skulptur immer schon. So, und wo ich Uden kennengelernt habe, es funktioniert einfach. Uden ist aber, glaube ich, noch Zitrone drin. Ich weiß, ist hier, glaube ich, nicht drin. Und im Grunde genommen, den Unterschied merkt man, dass das hier, also bei Marc sein Duft, ist das Grüne drin, so was einfach dieser Garten nur ich sagen, der private Garten, der etwas grüner ist, wie gesagt mit der Bergamotte auch und den Eukalyptus, das macht es ein bisschen anders als bei Uden und bei Skulptur so und so. So, und das macht ihn dann ein bisschen eigenständig, sonst ist es natürlich schon ein ähnlicher Duft, es ist aber ein sehr schöner Duft, wo ich den persönlich
ranke, weiß ich noch nicht. Also er ist weit oben, weil ich ja diese DNA so und so liebe, schon von den anderen genannten Düften. So, aber es ist einfach sexy, fürs Büro geeignet, für so viele Gelegenheiten ist der Duft geeignet. Der passt einfach, sag ich mal, überall hin. Egal, wo ihr hingeht, ob ihr ins Büro geht, ob ihr, selbst zur Beerdigung, er würde funktionieren. So, obwohl Beerdigung müsst ihr ja selber wissen, ob ihr da Düfte tragt. Das sage ich ja so oft. Nun kommen wir zur Haltbarkeit und Sillage. Und da muss ich tatsächlich mal ein bisschen Abstriche machen. Und da bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, in Anführungsstrichen. Also, lieber Marc, ich weiß, du hattest, glaube ich, mir, das ist schon länger her, auch gesagt, glaube ich, persönlich, dass hinterlassene Nachricht, dass du nicht mehr, also nicht jeden Duft so powermäßig machen möchtest. Der hat eventuell, was heißt eventuell, ist dieses Wort eventuell immer, er hat mehr Dampf als die anderen beiden genannten, aber nicht so wie Marc Gebauer Düfte. Ich finde, er pendelt sich so ein bisschen bei, naja, ist eigentlich gar nicht so einfach, bei also ist eigentlich einfach Killer Instinct. Ja, weil die anderen sind sehr stark. Bei Killer Instinct reiht er sich irgendwie ein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sogar Killer Instinct ein bisschen mehr präsent in der Sillage ist als der sogar. Das liegt aber vielleicht an der Tagesform und man muss ihn natürlich auch testen, wenn es warm ist. Jetzt ist es kalt. Ich habe ihn, obwohl gestern Sonne war, vorgestern Sonne war, habe ich den getestet. Da war es jetzt nicht so kalt, aber 6 Grad. Vielleicht sollte man den, wenn man bei 18 Grad, denke ich mal, performt der stärker und noch besser. Aber grundsätzlich ist er nicht wie die anderen. Auch nicht wie Amorist. Amorist ist stärker, gleich vorweg. Und auch nicht, natürlich, die anderen brauche ich gar nicht mitzählen. Also jedenfalls die ersten beiden schon mal nicht. Also Arabian King, Air Tiger, das braucht man gar nicht. Und auch Orange Flamingo. Die sind einfach stärker. Auch Purple Flamingo ist stärker, meiner Meinung nach. Aber er ist bei Killer Instinct, was jetzt nicht schlecht ist, weil es fürs Büro einfach gut funktioniert. So, dementsprechend kann man das so stehen lassen. Haltbarkeit ist leider, also beim ersten Mal nur hier drauf, habe ich ihn erstmal getestet, der war nach 4 Stunden weg. Ich denke, was ist das? Aber ich habe ja natürlich auch viel gemacht. Ich habe auch Training gemacht. Insgesamt pendelt er sich bei 7 Stunden ein. Wie gesagt, wenn es warm ist, muss man noch mal sehen, was dann passiert. Aber für einen Marc Gebauer Duft ist das natürlich nicht so stark. Das muss man natürlich sehen, weil alles unter 20 Stunden normalerweise geht ja gar nicht. Aber Büroduft, normal angesiedelt, nicht präsent, nicht so Power. Im Sommer könnte das anders werden, auch im Büro dann. Also Vorsicht trotzdem, kommt gut an. Meine Frau hat den übrigens auch gleich getragen, ist auch dort gut angekommen. Also, was will man mehr? Mit paar, wenn man das Minuspunkten sagen kann, okay. Aber Haltbarkeit, vielleicht ein bisschen mehr Dampf hätte er in meinen Augen jetzt haben können. Das ist in meinen Augen, aber er ist eigentlich perfekt für einen, ja, das ist, der Name passt eigentlich, entspannter Duft, im Garten zu sitzen, Kaffee, so einen Kaffee trinken gehen, in Beerdigungen nochmal, im Büro passt das einfach. Trotzdem für mich hätte er ein bisschen mehr Dampf haben können, aber dann hätte das vielleicht das Bild ein bisschen verunreinigt, wenn man das so sagen kann, vielleicht von der DNA, wenn es zu doll gewesen wäre. Also dementsprechend passt das. Und nochmal, das, was es dazu gibt, oder jedenfalls, was ich jetzt bekommen habe mit den Garten, wirklich schöne Idee. Und ich hoffe, dich triggert das nicht so, dass ich jetzt so oft den Vergleich gemacht habe, aber das habe ich jetzt nur gemacht, weil eben so viele das gesagt haben. Und der ist nun mal da, das ist so. Und ich hau noch mal ein bisschen Reflection Man rein, damit die Leute wissen, ungefähr in diese Familie gehört der. Und ja, wenn man aber mehr was Grünes haben will, was Grünes im Endeffekt haben, im Gegensatz zu den anderen beiden, dann sollte man sich den holen. Das kann man machen und Power im Endeffekt auch. Im Gegensatz zu den beiden, wenn man die DNA macht von den anderen, dann kann man sich den holen, weil er dann doch schon mehr Kraft hat. Es ist einfach ein Duft, der bei Frauen und beim Mann einfach gut ankommt und da draußen im Büro einfach flext und gut ist. So, obwohl er entspannt ist. Das ist meine Meinung. So, das ist mein, was heißt erster Gedanke. Ich habe den, wie gesagt, einmal auf dem Arm gehabt und auch draußen den ganzen Tag getragen. Dementsprechend gut. Und Grüße gehen nochmal raus. Danke. Und wie gesagt, die Idee. Ich habe eigentlich vorher, das muss ich nochmal sagen, ich habe eigentlich gedacht, der Marc, es kommen ja immer viele Sachen an. Eine Axt, ein Brecheisen, whatever. Ich habe wirklich gedacht, jetzt kriege ich eigentlich einen Garten von ihnen. Und ich hatte schon Rasen und dann kommt sowas tatsächlich. Ich wusste das nicht vorher so, da ist ja Rasen drin. Also, hier, Moos besser gesagt.
Ne? Steine, Erde, Moos, Blumen. Belichtung, geil. Kann man auch ausmachen übrigens. Ne? Das sieht man hier so und so jetzt nicht, glaube ich. Ja, die Idee ist geil. Das ist wirklich cool. Coole Sache. Meine ich wirklich ernst. Also, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Bleibt so, wie ihr seid alle und dann sehen wir uns bald wieder. Reinhauen.